Du hattest eine Bandscheiben-OP, aber trotzdem sind da noch Schmerzen, Taubheit oder Schwächen im Bein? Dann liegt es oft nicht mehr an der Bandscheibe selbst. Ein Faktor, was häufig übersehen wird: der betroffene Nerv kann nach der OP noch gereizt sein oder sich nicht mehr frei bewegen. Was dein Körper jetzt braucht, ist nicht noch mehr Schonung, sondern gezielte, sanfte Bewegungen, die den Nerv seiner Gleitfähigkeit zurückgibt und dir spürbare Erleichterung verschaffen kann. Heute zeige ich dir eine gezielte Technik, die dein Nerv helfen kann, wieder besser zu gleiten und deine Schmerzen zu lindern. Und wenn du jemanden kennst, der gerade eine Bandscheiben-OP hinter sich hat und noch mit Schmerzen oder Taubheit zu kämpfen hat, teile dieses Video unbedingt mit ihr. Das kann wirklich gut helfen. Warum solltest du eine Nervenmobilisation nach einer Bandscheiben-OP durchführen? Nach einer Bandscheibenoperation ist der Druck auf den Nerv zwar oft beseitigt, aber das bedeutet nicht automatisch, dass die Nervenfunktion sofort wiederhergestellt wird. Viele Patienten spüren noch Wochen oder Monate später brennenden Schmerzen entlang des Beins, Taubheit oder Kribbel, Muskelschwäche. Diese Beschwerden können durch Restentzündungen, verminderte Durchblutung oder Veränderung rund um das Nervenwurzel entstehen. Ein möglicher Grund: der Nerv kann sich nach der OP nicht mehr so frei bewegen, er gleitet nicht mehr so gut durch das Gewebe, wie es davor war. Studien zeigen, dass genau hier gezielte Nervenmobilisation helfen kann. Die Mobilisation kann die Gleitfähigkeit des Nervens verbessern, die Flüssigkeitsverteilung im Nerv fördern, Schmerzen und Schwellung rund um das Nerv reduzieren. Kurz gesagt, mit den richtigen Bewegungen helfen wir dem Nerv, wieder in Fluss zu kommen und reduzieren Reizung und Schmerz ganz natürlich. Und diese Übung ist besonders gut geeignet für die erste Phase nach der OP, wenn du dem Nerv mehr Bewegungsfreiheit schenken willst, ohne ihn zu überfordern. Jetzt zeige ich dir genau, wie diese Übung aussehen sollte. Setz dich aufrecht hin auf den Stuhl, deine Hüfte und Knie sollen 90 Grad sein, deine Arme bringst du nach hinten, damit deine Wirbelsäule etwas gerader wird. Jetzt streckst du langsam das Knie, bis du eine leichte Spannung spürst, aber noch keinen Schmerz. Gleichzeitig ziehst du den Fuß zum Körper hin, den Fußrücken anziehen. Um die Spannung um den Nerv zu reduzieren, hebst du nun den Kopf langsam in den Nacken. Dadurch solltest du spüren, dass diese Spannung in den Beinbereich, dass das weniger wird. Beugst das Knie und guckst dann wieder nach unten. Also noch einmal von der Seite her, Hände hinter dem Rücken, das Bein, wo betroffen ist, wo du diese ausstrahlenden Schmerzen spürst, solltest du als erstes das Knie strecken und gleichzeitig den Fuß zu dir reinziehen. Du ziehst so weit, bis du diese Spannung hinter spürst, diese ausstrahlenden Schmerz von den Rücken. Wenn du den Punkt erreicht hast, guckst du einmal zur Decke. Und da wird sich die Spannung wieder weniger werden, die Schmerzen werden weniger ausstrahlen und dann beugst du wieder das Knie und lässt den Kopf wieder locker. Knie strecken, Fuß zu dir ranziehen, bis zu Spannungaufbau, zur Decke schauen, damit die Spannung weniger wird, runter gucken und gleichzeitig das Bein wieder beugen. Ziel bei dieser Übung ist nicht eine Dehnung zu spüren. Du wirst, je mehr du das Knie streckst, desto mehr spürst du diese Ausstrahlung, was jetzt wirklich hinten an der Wirbelsäule beginnt und nach unten Richtung Bein sich verstärkt. Nicht nur die Dehnung. Hast du den Punkt erreicht, wo diese Schmerzen entstehen, dann schaust du nach oben und in diesem Moment müssen deine Schmerzen auch weniger werden. Weil genau bei dieser Bewegung sorgen wir für eine langsame und eine sanfte Dehnung von der Hülle um den Nerv drumherum. Und genau so muss man es sich vorstellen mit dieser Mobilisation vom Nerv. Du dehnst die Höhle um den Nerv drumherum, versuchst da die Gleitfähigkeit von dem Nerv in dieser Höhle zu verbessern und dann gehst du um die Spannung wieder runter. Diese Bewegung machst du dann rhythmisch und fließend für 3 Minuten lang. Jedoch teilst du das auf in 3 Sätze für jeweils 1 Minute. Achte darauf, dass du nur so weit gehst, bis die Schmerzen nicht zunehmen
Und mit jeder neuen Wiederholung solltest du eigentlich das Gespür haben, dass deine Schmerzen weniger werden, beziehungsweise dass die Ausstrahlung Richtung Bein nach oben Richtung Rücken wandert, bis du dann keine Ausstrahlungsbeschwerden mehr hast. Achte darauf, dass du nur so weit gehst, wie es schmerzfrei und angenehmer ist. Wichtig ist, der Nerv wird hier nicht gedehnt, sondern in eine sanfte Gleitbewegung bewegt, wie ein Seil, das durch eine Hülle gezogen wird. Je nachdem, auf welcher Höhe dein Bandscheibenvorfall war, kannst du noch diese 2 Varianten ausprobieren, um noch gezielter den richtigen Nervenwurzel zu mobilisieren. Erste Variante, genau wie davor, aufrechte Haltung, Hüfte und Knie 90 Grad. Du streckst das Knie, ziehst den Fuß zu dir ran, aber nicht nur ranziehen, sondern du bewegst den Fuß so nach innen. Wenn dein Problem eher das Peroneusnerv ist, eine andere Wurzel, dann solltest du diese Ausstrahlung, die wirklich ausstrahlt, von dem Rücken Richtung Bein, sich verstärken. Und ebenfalls hier Knie gestreckt, Fuß nach innen bewegen, in den Nacken nach oben, Richtung Decke schauen, Fuß lösen und wieder beugen. Knie strecken, Fuß reinheben und nach innen, zur Decke schauen, loslassen und wieder nach unten. Das wäre eine Variante, mit dem Fuß nach innen bewegt und dann hoch. Und die zweite Variante, da bewegst du deinen Fuß nach außen hoch. Das Ziel ist, dass du hier in den inneren Bereich, machen wir auf diese Seite, kannst du ein bisschen besser sehen, das Ziel ist, dass du den Nerv hier von dem Außenbereich, dass du eher da eine Dehnung erreichst. Also Oberkörper aufrecht, Wirbelsäule in der normalen Krümmung und dann den Fuß, Knie gestreckt und den Fuß nach außen drehen. Zur Decke schauen, die Spannung nimmt ab, Fuß locker lassen, wieder nach vorne schauen oder nach unten schauen. Knie strecken, Fuß heben und gleichzeitig rausbringen, zur Decke schauen, bis die Schmerzen weniger werden, Fuß loslassen und wieder nach unten bewegen. Ob mit dem Fuß gerade, nach innen gedreht oder nach außen gedreht. Probiere die 3 Varianten aus und schaue, mit welchen du genau den richtigen Nervenwurzel erreichen kannst. Wiederhole diese Übung mehrmals täglich, vor allem in der akuten Phase nach einer OP. 3-mal für jeweils 1 Minute lang. Es ist unabhängig von wie viele Wiederholungen du schaffst. Es geht vielmehr darum, um die Qualität der Bewegung. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Video. Ciao!